Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute backe ich mal ein Walnussbrot. Nee, es sind eigentlich Baguettes und ich backe zwei davon, weil die sind so lecker. Und zwar passt es hervorragend zu einer Käseplatte oder auch zu einer deftigen Salami oder Schinken. Also ich habe immer Walnüsse zu Hause und da fiel mir ein, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, das Brot. Und jetzt mache ich das. Ich habe ja zu Hause immer Walnusskerne, weil die haben einen ganz hohen Anteil an gesunden Fetten. Das ist eigentlich ganz wichtig. Haben ganz viele Vitamine, die können vor Herz- und Kreislauferkrankungen schützen und senken sogar die Blutfettwerte. Also ich habe da immer solche Packungen zu Hause. Von Aldi oder von Lidl. Das sind jetzt zwei verschiedene Packungen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie her habe. Eine ist von Lidl, eine ist von Aldi. Und ich esse die immer so als gesunden Snack zwischendurch. Einfach so eine Handvoll. Also da tut man sich wirklich was Gutes mit. Aber heute brauchen wir sie ja zum Brotbacken. Los geht's. Schaut mir einfach zu. Für das Rezept brauchen wir 50 bis 100 Gramm Walnusskerne. Ich nehme immer 75 Gramm, das reicht für mich, und die male ich dann in einem Blender, in einem Mixer, so fein oder grob, wie ich sie möchte. Also das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr gerne Brot backt, kann ich euch auch noch mein Weizen-Sauerteigbrot empfehlen. Das schmeckt wirklich wie vom Bäcker. Das verlinke ich euch oben. Die Schüssel mit den gemahlenen Nüssen, die stelle ich jetzt erstmal beiseite, bis es dann weitergeht. Ich brauche 300 bis 325 Milliliter lauwarmes Wasser und in 300 Milliliter Wasser löse ich dann 21 Gramm frische Hefe auf und lasse alles dann für 15 Minuten stehen. Die restlichen 25 Milliliter Wasser, die stelle ich mir in einem Töpfchen beiseite und die gebe ich dann nachher zum Teig nach und nach dazu, wenn ich es brauche. Da reagiert jedes Mehl anders. In die Schüssel meiner Küchenmaschine gebe ich jetzt 500 Gramm Weizenmehl vom Typ 550 für 2 Brote. Dann die gemahlenen Walnusskerne, 12 Gramm Salz, 2 Esslöffel Olivenöl, und unser Hefewasser. Also 300 Milliliter sind es jetzt mit 21 Gramm aufgelöster Hefe. Alles in die Rührschüssel geben und dann kneten. Und zwar bei mittlerer Stufe, so dass der Teig darf nicht so fest sein und auch nicht zu flüssig, er sollte gut formbar sein. Jetzt habt ihr ja noch eure 25 Milliliter Wasser und seht ihr, ich brauche sie. Das Mehl nimmt es doch ganz gut auf, weil ansonsten wäre der Teig jetzt zu fest. Also tröpfchenweise nach und nach gebe ich jetzt diese 25 Milliliter dazu. Mal sehen, ob ich sie brauche. So langsam kommt die Konsistenz hin. Ja, so langsam wird der Teig gut. Aber jetzt werde ich doch noch den letzten Rest dazugeben. Sonst ist der Teig zu fest. Dann noch mal ein bisschen weiter kneten und dann abdecken und für 2 Stunden bei Zimmertemperatur einfach gehen lassen. In der Zwischenzeit bereite ich wieder mein geliebtes Baguetteblech vor, und zwar fette ich das wie immer ein und dann werde ich es auch wieder leicht bemehlen, weil die Baguettes lassen sich dann nachher ganz leicht entfernen, also die kleben auch nicht fest. Und das Blech lässt sich dann nachher auch wieder ganz einfach mit Spülmittel, einfach mit warmem Wasser, ein bisschen Spülmittel, lässt sich das ganz leicht reinigen. Ja, die Arbeitsfläche, die bemehle ich auch noch ganz leicht. Und dann kann es auch gleich weitergehen. Der Teig wird sicher gut gegangen sein. Oh ja,
Der ist toll aufgegangen. So, und jetzt mit einem Teigschaber holt ihr dann den Teig aus der Schüssel und der wird jetzt noch mal ganz kurz verknetet. Ach, ich mag das mit den Händen dann noch mal so kurz den Teig verkneten. Erinnert tatsächlich so ein bisschen wie Knete, früher an die Knete. So, mit einem Teigschaber teile ich jetzt einfach den Teig in 2 gleich große Teile und rolle sie einfach zu 2 ungefähr gleich großen Strängen. So ein bisschen hin und her rollen und einfach hinlegen. Mit dem nächsten Teilstück genauso. Etwas platt drücken und dann in die Mitte falten. Von der anderen Seite auch nochmal. Ach, die Flieger da draußen, die Flugzeuge, ist schlimm. So, ihr könnt sie auch noch so ein bisschen in sich drehen. Das ist dann immer schön rustikal. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, so einen ganz kleinen rustikalen Touch. Jetzt habe ich doch tatsächlich 3 Mulden ausgemehlt auf meinem Blech. Das hätte ich gar nicht machen müssen. 2 hätten gereicht, aber naja, was soll's. Also, 1 links, 1 rechts. Und jetzt nehmt ihr einfach noch ein feuchtes Tuch, feuchtes, sauberes Küchentuch, legt es jetzt nochmal über die Teiglinge und lasst die Teiglinge jetzt nochmal für ca. 30 Minuten einfach stehen. Ah, da ist meine Kamera im Einsatz, ja, auf dem Stativ. So, die Teiglinge sind nach 30 Minuten nochmal ein bisschen aufgegangen. Jetzt ritze ich die Teiglinge noch so ein bisschen ein. Das mache ich immer mit dem Tomatenmesser. Dann kommen die Teiglinge, das Blech mit den Teiglingen bei 240 Grad für 25 bis 30 Minuten in den Backofen. Und so schauen sie dann aus. Viel Spaß beim Nachmachen wünsche ich euch.